Heute drehen wir den Spieß mal um. Denn heute kommen die Italiener zu Wort und wir erfahren, was diese an uns Touristen nicht mögen. Hallo, ich bin Tom. Ich bekomme immer wieder Kommentare und Nachrichten, dass ich ja so negativ wäre den südlichen Ländern gegenüber. Ich sehe das natürlich ganz anders. Ich mache das ja nicht, um irgendjemanden zu dissen. Mir geht es ja nur darum, dass wir den schwarzen Schafen in diesen Ländern entgehen können. Um dann den Urlaub in diesen fantastischen Ländern mit den natürlich mehrheitlich fantastischen, netten, freundlichen Menschen noch besser genießen können. Und es ist ja mit Sicherheit auch im Sinne dieser Länder, wenn in ihrem Namen quasi nicht solche Nachrichten in die Welt getragen werden, dass da ständig irgendwelche Dinge passieren. Wobei ständig auch das falsche Wort ist. Es sind ja immer Ausnahmefälle. Das Reisen in Europa ist ja immer noch sicher. Aber es gibt diese Fälle. Und deswegen denke ich, wenn man darüber berichtet und dadurch ein paar weniger Fälle passieren oder die Leute der Sache entgehen können, dann hat es sich schon gelohnt. Aber natürlich gibt es immer zwei Seiten von Tourismus. Es gibt auch die Einheimischen. Die Sprachlernseite Preply hat eine repräsentative Umfrage in Auftrag gegeben. In der wurden Italiener gefragt, was sie an Touristen hauptsächlich stört oder am meisten stört. Es ging dabei um Touristen allgemein, nicht nur um uns Deutsche. Aber fangen wir doch direkt an. Auf Platz Nummer 10. Die Italiener stören Touristen, die nicht einmal Hallo oder Danke auf Italienisch sagen können. Klar, wenn jemand in ein fremdes Land kommt und schafft es vielleicht, die notwendigsten Wörter über die Lippen zu bringen, dann wirkt es natürlich sympathisch und anpassungsfähig. Wenn man das gar nicht macht und gar nicht kann, könnte es schon ein bisschen arrogant wirken. Platz Nummer 9. Touristen, die im Restaurant nicht warten, bis ihnen ein Platz zugewiesen wird. Ich vermute tatsächlich, dass viele, vor allem die zum ersten oder das zweite Mal in Italien sind, das gar nicht wissen, dass man, wenn man in Italien essen geht, am Eingang wartet und wartet, bis einem ein Platz zugewiesen wird. Das ist zum Beispiel wie in den USA ja auch so. Bei uns ist es eher nicht üblich und ich vermute, dass deswegen viele das einfach gar nicht wissen. Manchmal steht übrigens explizit auf Schildern, wenn es in diesem Restaurant nicht der Fall ist. Platz Nummer 8. Touristen, die dauernd Smalltalk machen wollen. Kann man verstehen. Wenn man jetzt an der Supermarktkasse steht oder in einem Café als Einheimischer sitzt und auf seinen Kaffee wartet und kriegt mit, wie nebenan oder vor einem die Touristen, die Bedienung oder die Dame und den Herrn an der Kasse voll quatschen, um ihre neuen gelernten Italienischkenntnisse zu zeigen, dann kann es wahrscheinlich schon ganz schön nerven, vor allem wenn es immer wieder passiert. Platz Nummer 7. Touristen, die Einheimische einfach in einer fremden Sprache ansprechen. Ja, das kann ich mir schon vorstellen, wenn quasi so arrogant vorausgesetzt wird, die wird schon Deutsch können oder die wird schon was von Holländisch, Englisch oder was auch immer können. Kann man natürlich auch viel höflicher lösen, indem man sich zum Beispiel vorher den Satz drauf schafft auf Italienisch, wie man fragt, ob derjenige Deutsch oder Englisch zufällig spricht. Platz Nummer 6. Touristen, die nach 12 Uhr Cappuccino bestellen. Junge, da bin ich voll dabei. Da bin ich einer von denen, die nicht mögen. Weil ich trinke eigentlich sehr gerne Cappuccino und zwar egal zu welcher Tageszeit. Aber die Italiener nicht. Die Italiener trinken nur vor 12 Uhr Cappuccino, morgens Espresso, dann Cappuccino und nach 12 Uhr auch wieder eher den Espresso. Weil die Milch wohl die Verdauung verlangsamen soll. Und deswegen ist es einfach in Italien nicht üblich, nach 12 Uhr Cappuccino zu bestellen. Und wenn die Touristen das machen, dann sind die Einheimischen wohl offensichtlich etwas genervt. Platz Nummer 5. Das Zerschneiden von Pasta. Ja, Pasta schneiden mit dem Messer geht gar nicht, genauso wie das Aufdrehen auf dem Löffel
Und das machen die Italiener nicht. Kleiner Tipp, während der Wartezeit im Restaurant einfach mal gucken, wie es die Einheimischen machen. Platz Nummer 4. Touristen, die ausländische Gerichte bestellen. Na, ist schon komisch, wenn die Deutschen nach Italien fahren und sich dort ihr Schnitzel bestellen. Aber ich frage mich natürlich auch, warum steht es dann auf der Karte? Aber die Umfrage hat sich ja nicht an Gastronomen gerichtet, sondern an Italiener. Und die scheinen sich daran ein bisschen zu stören. Platz Nummer 3. Zu laute Touristen, die die Ruhe stören. Braucht man gar nicht groß drüber reden, ist nervig. Wenn man da irgendwo wohnt und in der Nähe ist einfach ein touristisches Zentrum oder es ist eine Sehenswürdigkeit in der Nähe und man kriegt quasi Tag und Nacht keine Ruhe, weil immer irgendwie Tumult ist und Lärm und Lachen und Schreien, dann kann es natürlich schon nerven. Wobei gerade die Italiener ja jetzt auch nicht gerade das ruhigste Volk sind. Platz Nummer 2. Wenn Touristen ihren Müll einfach liegen lassen. Also ich finde, das gebietet schon die gute Erziehung, dass man seinen Müll einfach wieder mitnimmt oder in einen der vorhandenen Mülltonnen irgendwo schmeißt. Das macht man jetzt zu Hause oder sollte man auch zu Hause nicht machen und nirgends auf der Welt sollte man seinen Müll einfach irgendwo hinschmeißen. Finde ich auch total nervig. Allerdings muss ich, glaube ich, auch dazu sagen, dass in diesem Punkt viele italienische Bürger auch Nachholbedarf haben. Auf Platz Nummer 1. Respektlosigkeit gegenüber Gedenkstätten. Man hat es förmlich vor Augen, wie Touristen in Massen auf irgendwelche Brunnen oder irgendwelche Denkmäler klettern, um irgendwie Fotos zu machen, um da zu essen oder sonst was und ganz oft dabei unbewusst und manchmal auch bewusst die Dinger verschandeln und sogar kaputt machen. Das muss einfach nicht sein. Also ich finde, das nächste tolle Instagram-Foto muss nicht auf Kosten des Respekts gegenüber Kulturgütern entstehen. Man kann, wenn man kreativ ist, mit Sicherheit auch beides unter einen Hut kriegen. Die meisten dieser Punkte gelten natürlich nicht nur für Italien, sondern ich denke, wir Touristen könnten uns auf der ganzen Welt beliebter machen, wenn wir uns an diese Punkte halten würden. Es ist ja umgekehrt genauso, die Touristen, die nach Deutschland kommen, von denen verlangen wir ja quasi das Gleiche. Und wenn die Umfrage bei uns gemacht werden würde, schätze ich mal, dass die Ergebnisse ziemlich gleich aussehen würden. So, ich hoffe, diese Art von Video hat dir auch gefallen. Wenn ja, lass mir bitte einen Daumen hoch da. Und falls noch nicht geschehen, sei so nett, abonniere den Kanal. Vielen Dank, bis bald. Ciao, ciao.